So, es ist der Jahresanfang, wenn auch du Eigentümer einer amerikanischen LLC bist, einer sogenannten Exempt LLC oder Disregarded Entity, dann musst auch du bis zum 15.04. eine Art Mini-Steuererklärung oder Meldung an die IRS einreichen. Was es damit genau auf sich hat, das wollen wir dir in diesem Video noch einmal erklären. Viele LLC-Besitzer wissen es nicht. Wenn du eine steuerfreie LLC in den USA besitzt, also eine sogenannte Disregarded Entity, die keine Betriebsstätte in den USA hat, nur einen Member hat, einen Gesellschafter hat und somit in den USA nicht steuerpflichtig ist, musst du dennoch bis zum 15.04. eines jeden Jahres eine Meldung an die IRS machen. Das ist keine volle Steuererklärung, das ist so eine Art Mini-Erklärung. Wir haben in einem anderen Video schon mal ziemlich genau erklärt, wie eine solche vorzubereiten ist. Ich linke zu dem Video nochmal hier in der Beschreibung dieses Videos. Nochmals ein paar Punkte zu dem ganzen Vorgang will ich dir hier doch zusammenfassend mitgeben. Also zunächst mal, du musst diese Erklärung nur dann einreichen, wenn deine LLC aktiv war, also wenn sie wirklich Umsätze mit Kunden gemacht hat. Wenn du dort Stammkapital in die LLC einbezahlt hast zum Beispiel, dann sind das natürlich keine Umsätze. Also nur wenn du Geld von Kunden empfangen hast, dann musst du diese Meldung machen. Du kannst die Meldung nicht elektronisch einreichen. Die Meldung muss entweder an die IRS geschickt werden oder sie muss gefaxt werden. Ja, wie im Mittelalter. Was du einreichen musst, ist das Formular mit der Nummer 5472. Dieses Formular kannst du nicht alleine einreichen. Du musst ja noch eine leere Steuererklärung für eine C-Corporation einreichen. Genau, du hast es richtig gehört, eine C-Corporation, selbst wenn natürlich deine LLC keine Corporation ist, aber dieses leere Formular, diese leere Steuererklärung, diese Nullerklärung der C-Corporation, das ist sozusagen der Träger für das Formular 5472. Reichst du das Formular zu spät ein, werden $25.000 Strafe fällig. Daher muss man gut abwägen, wie man sich verhält, wenn man die Frist nicht beachtet hat. Wie gesagt, du musst ja nur einreichen, wenn die LLC aktiv war. Das heißt, nicht einzureichen ist erstmal nicht verdächtig, sondern sagt einfach nur aus, dass die LLC im letzten Jahr nicht aktiv war. Vielmehr macht es in diesen Situationen Sinn, dann besser keine Meldung einzureichen. Und im Zweifelsfall, falls du irgendwann von der IRS dazu befragt werden solltest, muss man dann halt die Sache so gestehen, wie sie ist. Also wie gesagt, es werden ja ohnehin keine Steuern fällig. Die andere Möglichkeit ist, hier über einen Anwalt einen Einspruch einzuheben. Das hat ziemlich gute Chancen. Wir machen das oft hier für Mandanten. Dann wird die $25.000 Strafe auch nicht fällig. Details muss man gegebenenfalls in einem Beratungsgespräch klären. Ein weiterer interessanter Fakt: Nur sehr wenige amerikanische Accountants oder CPAs, wie man sie auch nennt, kennen sich wirklich mit diesem Formular 5472 für sogenannte Disregarded Entity aus. Ich würde sagen, weniger als 1% kennen sich damit aus. Ich habe bisher noch keinen einzigen amerikanischen CPA erlebt, der weiß, wie das wirklich funktioniert. Wir haben ja mit top-amerikanischen Steueranwälten zusammengearbeitet und wir wissen, wie es funktioniert, und wir machen diese Dienstleistung, wie gesagt, auch für Mandanten. Aber du musst da wirklich aufpassen, denn die Sache ist, dass ein CPA, der sich damit nicht auskennt, diese ganze Einreichung sehr viel komplizierter machen kann, als sie eigentlich ist. Der beste Beweis dafür, dass sich ein CPA nicht auskennt mit dem Spezialverfahren 5472 für Disregarded Entities, ist, wenn er den Bereich 4 in dem Formular ausfüllt. Ich will dir das kurz am Screen zeigen. So, hier haben wir nun das Formular 5472. Findest du einfach online. Hier ist Part 1, hier ist Part 2. Hier ist Part 4. So, da kommen dann alle möglichen Zahlen hier rein, die man eigentlich nur ausfüllen kann, wenn man wirklich Buchhaltung gemacht hat. Die meisten CPAs, die sich nicht auskennen mit diesem Spezialverfahren für Disregarded Entities, werden hier irgendwas reinschreiben wollen. Wenn du also einen CPA hast, der in dem Bereich 4 irgendwas reinschreibst, dann musst du ihm die Ohren langziehen oder besser noch ganz schnell wegrennen, denn er hat damit gezeigt, dass er keine Ahnung davon hat. Wie gesagt, in dem kleinen Video, was ich dort mal vorbereitet habe für diesen Vorgang, habe ich dazu noch ein paar mehr Details erklärt.
Viele fragen natürlich auch nach einer Fristverlängerung. Ja, eine Fristverlängerung ist möglich. Diese musst du beantragen. Und zwar mit dem Formular 7004. Dieses muss auch bis zum 15.04. bei der IRS sein. Dann hast du bis zum 15.10. des gleichen Jahres Zeit, die Erklärung einzureichen. Wie gesagt, um die Erklärung einzureichen, ist es nicht notwendig, hier eine Buchhaltung anzufertigen. Dort werden nur zusammenfassende Informationen angegeben. Wichtig ist allerdings, dass du hier einen Wohnsitz angeben musst, eine tatsächliche Adresse, von wo die LLC ihre Tätigkeiten ausübt. Denn der Hintergrund dieses ganzen Vorgangs ist der folgende. Disregarded Entities, also LLCs ohne US-Betriebsstätte mit nur einem Member, sind in den USA von der Steuer befreit. Sie müssen keine eigene Steuererklärung einreichen. Amerikaner, die eine solche LLC haben, geben die Zahlen dann einfach auf ihre persönlichen Steuererklärung ein und versteuern es über die persönliche Steuererklärung. Ausländer, die eine US-LLC haben und über keine Betriebsstätte in den USA verfügen, US-Kunden dürfen sie übrigens zurückhaben, zahlen daher also keine Steuern auf diese Gewinne aus der LLC. So, irgendwann ist der IRS aber aufgefallen, dass es ziemlich viele LLCs gibt, die angeblich keine Betriebsstätte in den USA haben, aber eben dennoch Business mit US-Kunden machen. Und da haben sie sich gesagt, kann das wirklich stimmen, dass all diese amerikanischen LLCs tatsächlich keine Betriebsstätte in den USA haben, dass dort tatsächlich in den USA nichts passiert und diese daher keine Steuern bezahlen müssen. Das ist der Hintergrund, warum diese sogenannten Foreign Owned Disregarded Entity LLCs seit der Zeit Obamas hier diese Formulare einreichen müssen. Denn die amerikanische Steuerbehörde IRS erfährt ja letztlich über die 1099-Formulare jedes Jahr, wenn hier LLCs für amerikanische Kunden tätig waren. Amerikanische Unternehmen müssen jährlich gegenüber der IRS erklären, wenn sie Freiberufler beschäftigt haben und denen mehr als $600 im Jahr bezahlt haben. Das sind die sogenannten 1099-Formulare. Und natürlich sind da auch viele Disregarded Entities dabei, denn wie gesagt, man darf ja Kunden in den USA haben. Aber das ist genau der Hintergrund, warum es diese Meldungen gibt, warum man eben diese seit einigen Jahren machen muss. Aber wie gesagt, ansonsten, du kannst Kunden in den USA haben. Wichtig ist, dass du keine Betriebsstätte dort hast. Wenn du eine Betriebsstätte dort hättest, dann müsstest du eine persönliche Steuererklärung für dich einreichen in den USA, musst eine ITIN beschaffen und musst die Einkünfte aus der LLC auf dieser persönlichen Steuererklärung versteuern. Du müsstest trotzdem das Formular 5472 für die LLC einreichen. Ausnahmen sind jene LLCs, die im Rahmen des Check-the-Box-Verfahrens sich dazu entschieden haben, als Kapitalgesellschaft, also als Corporation zu versteuern. Sie reichen einfach eine normale Steuererklärung für Corporations ein, für Kapitalgesellschaften, sind aber eben dann natürlich auch körperschaftssteuerpflichtig in den USA. Wenn dich dieses Thema interessiert, wenn du auch eine LLC hast und du musst diese Erklärung einreichen, empfehle ich dir, unser Video anzuschauen. Link hier in der Beschreibung. Wir können dir natürlich auch helfen, dieses Formular 5472 zu bearbeiten und dort einzureichen. Wir machen das für ganz viele Mandanten. Den Link zur Dienstleistungsbeschreibung packe ich ebenfalls hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wenn du jetzt komplett verwirrt bist und hier erstmal Beratung zu benötigst, dann würde ich natürlich auch gerne mit dir ein Beratungsgespräch führen. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos, also jede Menge Links in diesem Video drin enthalten. Wir betreuen seit 2008 Mandanten in den USA, deutschsprachige Mandanten, die in die USA umziehen, die in den USA Unternehmen haben. Um sie kümmern wir uns steuerlich. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.